Hallo zusammen, wir häkeln heute mit euch eine schöne Jacke mit diesem Muster. Das Muster habe ich bereits euch schon gezeigt, wie man das häkelt. Und jetzt habe ich eine Jacke mit dem Muster gehäkelt. So, also ich wünsche euch viel Spaß beim Häkeln. Für diese Jacke verwende ich die Wolle von der Firma Rilana. Das ist die Cotton Soft Wolle. Lauflinie ist hier 50 Gramm, sind ca. 150 Meter und ich habe Haken Nummer 4 verwendet. Für diese Jacke brauche ich für meine Größe 34, 36 ca. 400 Gramm Wolle. Pro weitere 2, 3 Größen würde ich 50 Gramm dazu rechnen. Je nachdem, ob es kurz oder lang Größe ist. Also ich bin eher klein. Ich würde auf jeden Fall pro weitere 2 Größen 50 Gramm Wolle dazu rechnen. So, wie wird das Oberteil gehäkelt? Und zwar wir häkeln hier unten. Den Rumpfteil häkeln wir komplett, das heißt, ich schlage die Maschen für beide Vorderteile und für das Rückenteil alle Maschen an, also komplette Breite, und häkle das Ganze bis zu den Armausschnitten. So, hier teilen wir das Ganze auf in beide Vorderteile und in das Rückenteil und häkeln dann ab da das Vorderteil weiter. Erstmal bis zum Halsausschnitt, dann häkeln wir hier den Halsausschnitt bis zur Schulternschrägung. Da beginnt bei uns die Schulternschrägung und ab da häkeln wir sowohl die Schulternschrägung als weiterhin den Halsausschnitt. Also ich häkle gerne die Teile mit Schulternschrägung, es schaut einfach besser aus. Man kann natürlich auch gerade Schultern häkeln, wenn man wirklich so richtig gerade Schultern auch hat. Also ich finde, mit der Schrägung schaut es immer besser aus. Und anschließend, wenn wir hier alles gehäkelt haben, häkeln wir die Ärmel. Für die Armlöcher kann man ruhig auch etwas mehr Platz lassen, als wenn man zu wenig Ausschnitt für den Arm, für die Ärmel da lässt. Man kann immer zunähen, aber wenn es zu eng ist, dann kann man nichts mehr machen. Ne? Lieber ein bisschen mehr Platz lassen als weniger. Und ich schlage die Maschen dann für die Ärmel hier sofort an und häkle die Ärmel von oben praktisch nach unten. Man kann die Ärmel auch getrennt häkeln und dann annähen. Mache ich nicht so gerne. Man kann die Ärmel in Runden, aber auch in Reihen häkeln, so wie es euch besser gefällt oder passt, wer am besten klarkommt. Und anschließend häkeln wir noch das Ganze um. Hier die beiden Vorderteile, die Ausschnitte. Genau, und das Rückenteil. Der Ausschnitt ist hier also recht breit wegen dem Muster. Deswegen würde ich nicht so viele Reihenmuster stricken. Ich sage euch gleich, wie tief bei mir der Halsausschnitt geworden ist. Also ich habe 15 Reihen Ausschnitt gehäkelt und ist bei mir hier ohne Umhäkeln ca. 27 breit und hier in die Linie, das sind ca. 23 cm in der Linie, vielleicht ein paar Zentimeter mehr oder weniger. Genau, das würde vielleicht auch für alle Größen reichen, wenn man zum Beispiel jetzt ganz große Größe häkelt, 46, 46, 48, da würde ich schon ein paar Reihen dazu nehmen, also einen größeren Ausschnitt häkeln. Die Linie und Breite der Jacke kann man individuell anpassen. Bei mir ist die Jacke insgesamt jetzt mit dem umgehäkelten Rand, die ist bei mir ungefähr 57 cm in der Breite. Also die fällt bei mir eher locker. Ich wollte die nicht so ganz eng häkeln. Das hat natürlich auch mit Mustersatz was zu tun. Man kann das Muster bloß nur um 6 Reihen vergrößern.
Ich habe für meine Größe jetzt 198 Maschen für das Muster angeschlagen. Für die nächste Größe, zum Beispiel 38, könnte man 204 Maschen anschlagen. Dann hat man ungefähr das Muster breiter um 4 cm, sind es ungefähr 3,5 bis 4 cm hat man breiteres Vorderteil. Und so richtet man pro Größe, kann man weiterhin jeweils 6 Maschen dazu rechnen. Also Größe 40 zum Beispiel 210 Maschen, und dann kommt man ungefähr auf die Gesamtbreite von 64, 65 cm. Aber wie gesagt, das hängt auch davon ab, wie breit ihr das Ganze häkeln wollt. Man kann es auch ein bisschen enger häkeln, je nachdem. Man kann auch für Größe 40 zum Beispiel 204 Maschen anschlagen, dann ist die Jacke etwas enger. Genau, und zum Beispiel bei Größe 48 könnte man 234 Maschen anschlagen. Dann wäre es praktisch 78 cm breit ungefähr. Je nachdem natürlich, wie ihr auch häkelt und ob ihr etwas lockerer oder etwas fester häkelt. Also bei meiner Häkelart habe ich 10 cm, das sind 18 Stäbchen, 18 Maschen bei dem Muster. Und es sind ungefähr 8,5 Reihen in die Höhe. So, und dann zeige ich euch erst, wie man das Muster häkelt und dann auch den Halsausschnitt, die Schulternschrägung und so weiter. Für das Muster schlage ich die Luftmaschen an. Dazu gehe ich mit dem Haken unter den Faden, ziehe diesen hoch, drehe den Haken einmal komplett um, halte hier unten fest und häkle die erste Luftmasche. Dann schlage ich weitere Luftmaschen an. Mustersatz besteht hier bei dem Muster aus 6 Maschen. Das heißt, die Maschenanzahl sollte teilbar durch 6 sein. 6 plus 6 plus 6 und so weiter. So schlage ich weitere Luftmaschen an. So stricken wir die erste Reihe. In die vierte Luftmasche steche ich ein und häkle das erste Stäbchen. Also Umschlag in die vierte Luftmasche einstechen, Faden holen, die ersten 2 Schlingen durch, die zweiten 2 Schlingen durch, das ist ein Stäbchen. Und jetzt häkeln wir noch 2 weitere Stäbchen, in die nächste Luftmasche einstechen, das zweite Stäbchen häkeln und in die nächste Masche einstechen, das dritte Stäbchen häkeln. Jetzt häkle ich 2 Luftmaschen, 2 Maschen unten überspringe ich, in die dritte Luftmasche häkle ich das erste Stäbchen. Und dann weitere 3 Stäbchen, also in die nächste Luftmasche steche ich ein, häkle das zweite Stäbchen, dann das dritte und das vierte Stäbchen. 2 Luftmaschen. 2 Maschen unten überspringen, in die dritte Masche häkle ich das erste Stäbchen. Dann häkle ich das zweite Stäbchen, das dritte und das vierte Stäbchen. Das ist ein Mustersatz für diese Reihe, immer 2 Luftmaschen, 4 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 4 Stäbchen. Also 2 Luftmaschen, 2 Maschen überspringen, 4 Stäbchen häkeln. Und so häkeln wir, bis wir am Ende der Reihe ankommen. Am Ende der Reihe häkle ich dann 4 Stäbchen.
So schaut die Reihe aus. So, wie gesagt, am Ende der Reihe habe ich jetzt 4 Stäbchen gehäkelt. So, jetzt häkeln wir die zweite Reihe. Ich beginne mit 3 Luftmaschen, wende das Ganze und jetzt häkeln wir 3 Stäbchen. Also hier in das erste Stäbchen, in dieses Stäbchen ein Stäbchen, in das dritte Stäbchen ein Stäbchen und in das vierte Stäbchen häkle ich auch ein Stäbchen. 2 Luftmaschen und das Ganze wiederholen wir. Jetzt häkle ich in jedes Stäbchen jeweils ein Stäbchen. So, und wie gesagt, das Muster wiederholen wir einfach alles so wie wir in der ersten Reihe gehäkelt haben. Das sind jetzt auch wiederum 2 Luftmaschen und 4 Stäbchen. In jedes Stäbchen der Vorreihe häkle ich jeweils ein Stäbchen. Und am Ende der Reihe häkle ich auch 4 Stäbchen. In jedes Stäbchen jeweils ein Stäbchen. So, ich habe hier 1, 2, das dritte Stäbchen. Und dann stiche ich hier nochmal zwischen den beiden Maschen, stiche ich nochmal ein und häkle das vierte Stäbchen. So schaut das jetzt aus. So, und jetzt häkeln wir die dritte Reihe. Ich beginne mit 5 Luftmaschen. Wende das Ganze und jetzt häkle ich in das letzte Stäbchen, also 2 Stäbchen überspringe ich. Hier in das letzte Stäbchen häkle ich ein Stäbchen. So, jetzt häkle ich in diese Luftmaschen 2 Stäbchen. Also in den Bogen 2 Stäbchen. Und jetzt in das erste Stäbchen von diesen 4 Stäbchen häkle ich auch ein Stäbchen. Also wir haben jetzt wieder 4 Stäbchen gehäkelt. 2 Luftmaschen. Jetzt überspringe ich wieder 2 Stäbchen und in das letzte Stäbchen von 4 Stäbchen häkle ich nochmal ein Stäbchen. Jetzt häkle ich in den Bogen 2 Stäbchen. Und in das erste Stäbchen häkle ich auch ein Stäbchen. 2 Luftmaschen. 2 Stäbchen unten überspringe ich, in das letzte Stäbchen ein Stäbchen. Und so häkeln wir dann weiter, auch hier jeweils immer 4 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 4 Stäbchen und so weiter. So. Also wir häkeln immer in das letzte Stäbchen ein Stäbchen und in das erste Stäbchen. Jetzt sind wir am Ende der Reihe. Jetzt häkle ich 2 Luftmaschen und hier zwischen den letzten beiden Maschen stiche ich ein und häkle das letzte Stäbchen. Und das Ganze wiederholen wir. Ich beginne die nächste Reihe mit 5 Luftmaschen, wende das Ganze. Jetzt häkle ich praktisch alles nach Muster. Also jetzt häkle ich in jedes Stäbchen jeweils ein Stäbchen. Das erste, das zweite, das dritte und das vierte Stäbchen. Zwei Luftmaschen. Jetzt überspringe ich die Luftmaschen und häkle wieder in jedes Stäbchen jeweils ein Stäbchen. Also 4 Stäbchen häkle ich jetzt.
So schaut es nochmal aus. Nochmal 2 Luftmaschen in jedes Stäbchen. Ein Stäbchen. Und am Ende der Reihe häkle ich 2 Luftmaschen. So, und jetzt häkle ich hier einfach in den Bogen ein Stäbchen. Also hier ein Stäbchen und ein Stäbchen häkeln. So schaut das Muster aus. Das ist eigentlich auch schon der Rapport von unserem Muster und diese 4 Reihen wiederholen wir stets. So, jetzt die nächste Reihe wiederholen wir genauso wie die erste und die zweite. Ich beginne mit 3 Luftmaschen, wende das Ganze. Jetzt häkle ich hier genauso, wie wir da gehäkelt haben, in diese 2 Luftmaschen in den Bogen 2 Stäbchen. Und in das erste Stäbchen auch ein Stäbchen. So, jetzt haben wir genauso wie hier mit 4 Stäbchen angefangen. 2 Luftmaschen. Jetzt häkle ich auch wiederum in das letzte Stäbchen, also 2 Maschen überspringe ich. Ein Stäbchen in den Bogen, auch 2 Stäbchen. Und in das erste Stäbchen hier häkle ich ein Stäbchen. Und so häkeln wir dann weiter. In den Bogen 2 Stäbchen, in die erste Masche 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, dann hier wieder ein Stäbchen in die letzte, in das letzte Stäbchen und hier häkle ich jetzt, damit wir auf 4 Stäbchen kommen, 3 Stäbchen. Einfach in den Bogen 3 Stäbchen häkeln. So, jetzt haben wir hier am Ende der Reihe auch 4 Stäbchen, genauso wie hier. So, und die nächste Reihe wiederholen wir. Stricken wir alles nach Muster, also in jedes Stäbchen der Vorreihe einfach ein Stäbchen häkeln, dann 2 Luftmaschen und jeweils ein Stäbchen. In jede Masche häkle ich jetzt ein Stäbchen, also insgesamt 4 Stäbchen. So, und so häkeln wir dann, wie gesagt, weitere Reihen. So schaut das Muster dann aus. Am Ende der Reihe häkle ich hier auch wiederum 4 Stäbchen. Und dann wiederholen wir die Reihe, die zweite und die dritte Reihe, genauso wie ich das gezeigt habe. Also ich habe bereits ein größeres Stück gehäkelt. Das ist aber jetzt nicht die komplette Breite für meine Jacke, sondern ein kleines Stück für eine kleine Jacke. So, jetzt machen wir Folgendes. Wir legen das Ganze zusammen. Da habe ich jetzt hier die beiden Vorderteile und da habe ich das Rückenteil. Und jetzt häkeln wir mit euch hier die Armausschnitte auf beiden Seiten. Die sind eigentlich ganz klein. Die brauchen wir eigentlich so gut wie gar nicht, sondern wir teilen jetzt die Jacke in das Rückenteil und in beide Vorderteile. Und wir beginnen sofort hier, wo der Faden ist, und häkeln an das eine Vorderteil. An dieser Reihe, wo wir die Aufteilung machen, sollte mit 5 Luftmaschen beginnen. Und zwar, so, wie ich schon sagte, ich beginne mit 5 Luftmaschen.
So, und jetzt häkle ich alles nach Muster, wie bis jetzt. Jetzt häkle ich 4 Stäbchen. Jetzt häkle ich, bis ich an dem Armausschnitt ankomme. Häkle ich erstmal alles nach Muster weiter. So, und das wäre zum Beispiel jetzt der Armausschnitt. Hier diese Stelle, die mittlere, praktisch auf der linken oder rechten Seite. Jetzt stricke ich hier, häkle hier ein Stäbchen. So, und dieses kleine Stückchen lassen wir für den, praktisch für den Armausschnitt aus. Jetzt wende ich das Ganze und häkle alles weitere nach Muster. So, und den Rest häkle ich dann nach Muster, so schaut es aus. Also ich habe jetzt 1, 2, 3 Reihen gehäkelt, das ist jetzt die 4. Reihe. Jetzt fangen wir auf der Seite die Maschenabnahme für den Halsausschnitt. Und zwar, ich mache jetzt Folgendes, ich habe hier 4 Stäbchen, jetzt häkle ich die Maschenabnahme. Und zwar, also ich mache den Umschlag, steche hier in das erste Stäbchen ein, hole den Faden und häkle die ersten 2 Schlingen durch. Ein Umschlag, in die nächste Masche einstechen, Faden holen, die ersten 2 Schlingen durch. Ein Umschlag, in das dritte Stäbchen einstechen, Faden holen, die ersten 2 Schlingen durch. Jetzt habe ich 4 Schlingen auf dem Haken, alle 4 Schlingen durch. Jetzt häkle ich hier in die letzte, hier zwischen den beiden Maschen steche ich ein und häkle das letzte Stäbchen. Wenn man von der Seite beginnt, dann beginnt man mit 3 Luftmaschen und häkelt genauso die Maschenabnahme. 3 Maschen nimmt man ab. So. Jetzt häkle ich die nächste Reihe. Ich beginne mit 3 Luftmaschen. Wende das Ganze. So, jetzt häkle ich 2 Maschen zusammen, also Umschlagfaden holen, 2 Schlingen durch, Umschlagfaden holen, 2 Schlingen durch. 3 Schlingen auf dem Haken, alle 3 Schlingen durch. Und hier häkle ich das letzte Stäbchen. Wenn man andersrum häkelt, dann häkelt man hier genauso die Maschenabnahme und hier das letzte Stäbchen. So, jetzt häkle ich die Hinreihe und dann wieder die Rückreihe. So, die Rückreihe habe ich gehäkelt. Jetzt haben wir hier wieder den Halsausschnitt. So, jetzt häkle ich wieder 2 Stäbchen zusammen. Hier steche ich ein in das erste Stäbchen. Die ersten 2 Schlingen durch, nochmal ein Stäbchen, in das zweite Stäbchen einstechen, die ersten 2 Schlingen durch, jetzt häkle ich 3 Schlingen zusammen. Und hier in das letzte Stäbchen steche ich ein und häkle ein Stäbchen. Jetzt wende ich beginne mit 3 Luftmaschen.
So, und jetzt häkeln wir hier diese 2 Stäbchen auch zusammen. Also 2 Schlingen durch, nochmal ein Umschlag, Faden holen, 2 Schlingen durch, 3 Schlingen auf dem Haken, alle 3 Schlingen durch. Jetzt häkle ich ein Stäbchen. 2 Luftmaschen und den Rest häkeln wir nach Muster. So schaut die Abnahme aus. Also jetzt häkle ich die Hinreihe und dann wieder Rückreihe. So, und jetzt bin ich wieder auf der Seite, wo der Halsausschnitt ist. Da haben wir vorhin schon die Maschenabnahme gehäkelt. Jetzt bin ich wieder hier auf der Seite. Jetzt häkle ich wieder diese 2 Stäbchen zusammen und hier häkle ich das 3. Stäbchen. Also immer die ersten 2 Schlingen durchhäkeln, dann wieder ein Umschlag. Die ersten 2 Schlingen durch, 3 Schlingen zusammen. Dann häkle ich hier nochmal ein Stäbchen. Und diese 2 Reihen, die werden stets wiederholt. Das haben wir mit euch jetzt das gleiche gehäkelt. Ich beginne mit 3 Luftmaschen. Normalerweise müsste ich hier dann diese 4 Stäbchen häkeln und diese 2 Stäbchen, da nehme ich praktisch die Stäbchen ab, indem ich 2 zusammen häkle. Das erste und das zweite Stäbchen häkle ich zusammen und dann häkle ich hier nochmal ein Stäbchen. So schaut es aus. So entsteht die Schrägung dann weiter häkeln. Also je nachdem, wenn man andersrum häkelt, dann ersetzt man diese 3 Luftmaschen durch ein Stäbchen. Und umgekehrt auch, also statt einem Stäbchen 3 Luftmaschen häkeln. Auf diese Weise häkle ich dann ungefähr 10 bis 11 Reihen, bis ich hier ankomme, wo wir die Schulternschrägung häkeln. So, die Schulternschrägung häkle ich ab der Reihe, also hier auf der Seite habe ich dann Halsausschnitt und hier haben wir den Ausschnitt und auf der rechten Seite beginnen die Schultern. Ich habe jetzt die erste Reihe gehäkelt, wo ich mit 5 Luftmaschen angefangen habe. Je nachdem, in welche Richtung ihr häkelt, entweder hin oder zurück, das ist egal. Wenn ich jetzt hier auf der Seite beginne mit Schulternschrägung und die nach links häkle, dann beginne ich jetzt mit 2 Luftmaschen. Dann häkle ich hier in das erste Stäbchen häkle ich jetzt eine feste Masche. Wenn man eine Rückreihe häkelt, dann häkelt man hier diese Maschen einfach entgegengesetzt. So, jetzt häkle ich 2 halbe Stäbchen. Ein Umschlag, in die nächste Masche einstechen, Faden holen, alle 3 Schlingen durch. Nochmal ein Umschlag, in die nächste Masche einstechen, Faden holen, alle 3 Schlingen durch. Also 2 halbe Stäbchen und jetzt häkle ich ein normales Stäbchen. Und jetzt habe ich das Ganze abgeschrägt. Wenn man andersrum häkeln würde, dann würde man hier ein Stäbchen, 2 halbe Stäbchen häkeln, eine feste Masche und die 2 Luftmaschen braucht man gar nicht. So, jetzt häkle ich alles weitere nach Muster. Also ich häkle jetzt die Hinreihe und dann die Rückreihe. Dann sehen wir uns nochmal. So, die Maschenabnahme für den Halsausschnitt weiterhin häkeln.
Jetzt sind wir hier wieder bei der Schulternstegung. Wir haben den ersten Teil gehäkelt. Jetzt bin ich hier auf dem zweiten Stück. 2 Luftmaschen habe ich gehäkelt. Jetzt häkle ich hier in das letzte Stäbchen ein Stäbchen. Jetzt häkle ich hier 2 halbe Stäbchen in den Bogen. Alle 3 Schlingen durch, Umschlagfaden holen, alle 3 Schlingen durch und hier in das erste Stäbchen, hier in die erste Masche häkle ich eine feste Masche. So schaut es aus. So, jetzt wende ich das Ganze. So, jetzt bewege ich mich mit den Kettmaschen nach links. Also einfach irgendwo einstechen, hier hinten in die hintere Schlinge zum Beispiel. Und ich bewege mich dann mit den Kettmaschen. Also einstechen, Faden holen, die linke durch die rechte durchziehen. Nochmal einstechen, Faden holen. So, die linke durch die rechte durchziehen. So, jetzt häkle ich, ich kann hier noch eine Kettmasche häkeln. Jetzt häkle ich 2 Luftmaschen. Jetzt häkle ich hier wiederum die Schulternstegung. Also, ich beginne dann hier bei dem ersten Stäbchen mit einer festen Masche. Dann häkle ich 2 halbe Stäbchen, Umschlag, Schlinge holen, alle 3 Schlingen durch, Umschlagfaden holen, alle 3 Schlingen durch. Und jetzt häkle ich ein Stäbchen. So schaut die Schulternstegung aus. Wie gesagt, auf der anderen Seite dann auch dran denken, dass man weiterhin die Maschenabnahme für den Halsausschnitt häkelt. Auf diese Art und Weise kann man 4 bis 5 Reihen Schrägung häkeln, je nachdem welche Größe. Das kann man dann praktisch individuell anpassen und weitere Reihen Schulternstegung häkeln. So, beim Rückenteil machen wir Folgendes. Wir häkeln das ganze Rückenteil gerade weiter. Also wir häkeln hier ja keinen Ausschnitt. Dann beginnen wir mit der Schulternstegung. Angenommen, ihr häkelt 4 Reihen Schulternstegung. Ihr häkelt dann 2 erste Reihen bis zu diesem Punkt. Und wenn ihr die dritte und die vierte Reihe häkelt, häkelt ihr hier 2 Reihen für den Halsausschnitt am Rückenteil. Also das Teil dann einfach aufteilen und ab diesem Punkt dann den Halsausschnitt häkeln. Und gleichzeitig noch 2 weitere Reihen Schulternstegung. So, die Ärmel häkle ich praktisch von oben nach unten. Ich nehme hier an dem Rumpfteil praktisch die Maschen sofort auf und häkle die Ärmel in Runden dann nach unten. Man kann die Ärmel natürlich auch in Reihen häkeln und dann annähen, aber ich häkle das sofort. Man kann die Ärmel gerade häkeln. Ich habe da schon die Stegung gehäkelt, damit die Ärmel nach unten etwas schmaler werden. So, also für die Ärmel, wir nähen natürlich als erstes die Schulternschräge zusammen. So, bei den Armausschnitten, falls es ein bisschen zu breit sein sollte, kann man ein Stückchen immer zunähen. Also ich würde eher etwas breiteren Ausschnitt lassen, als wenn es zu klein sein wird. Zunähen kann man immer. Und jetzt nehmen wir die Maschen auf bei diesen
also auf diesem Rand auf. Und zwar, der Querrand schaut dann so aus. Wir haben hier ja die Reihen gehäkelt und hier sind unsere Querreihen. Also es ist die erste, zweite, dritte, vierte und so weiter. Dann nehme ich die Maschen so auf. Also ihr habt natürlich dann alles in einer Runde. Ich beginne mit 3 Luftmaschen und häkle pro so ein Querreihe immer 2 Maschen. Häkle in die erste Querreihe das erste Stäbchen. Also 3 Luftmaschen und das erste Stäbchen. Jetzt in die zweite Querreihe häkle ich 2 weitere Stäbchen. Das erste Stäbchen und das zweite Stäbchen. So, und dann häkle ich nach Muster 2 Luftmaschen. Eine Querreihe überspringe ich und in die nächste Querreihe häkle ich 2 Stäbchen. In die nächste Querreihe häkle ich wiederum 2 Stäbchen. Dann 2 Luftmaschen, eine Querreihe überspringe ich und häkle in die nächste Querreihe wieder 2 Stäbchen. In die nächste Querreihe wieder 2 Stäbchen und so weiter. Und so häkeln wir, bis wir das Ganze umhäkeln. Ungefähr dann schauen, dass man, wie gesagt, pro Querreihe 2 Stäbchen häkelt. So, die erste Runde, wenn die gestrickt ist, schließen wir zur Runde. So, ich habe 2 Luftmaschen und in das erste Stäbchen stiche ich ein, hole den Faden und ziehe die linke Schlinge durch die rechte Schlinge durch. So, das ist die Runde, wo wir mit 4 Stäbchen beginnen. Und jetzt in der nächsten Runde nehme ich eine Masche ab. Ich beginne mit 3 Luftmaschen. So, jetzt überspringe ich ein Stäbchen und häkle die nächsten 2 Stäbchen. Also keine 4, sondern ich häkle hier 3 Stäbchen statt 4. Und die Maschenabnahme häkeln wir in jeder dritten Runde. Dann nehme ich eine Masche ab. Jetzt häkle ich alles nach Muster. Komplette Runde. So, jetzt bin ich am Ende der Runde. Jetzt häkle ich 2 Luftmaschen und schließe die Runde mit einer Kettmasche. Hier oben stiche ich ein, hole den Faden und ziehe die linke durch die rechte Schlinge durch. Jetzt häkle ich die dritte Runde. So, ich beginne mit 4 Luftmaschen. So, normalerweise würde ich jetzt nach Muster 5 Luftmaschen häkeln, weil wir jetzt eine Masche schon abgenommen haben, häkle ich jetzt 4 Luftmaschen. Jetzt häkle ich hier nach Muster 4 Stäbchen. Hier in das letzte Stäbchen ein Stäbchen, in die mittleren 2, in den Bogen 2 Stäbchen und hier in das erste Stäbchen auch ein Stäbchen. Den Rest häkle ich nach Muster, wie bis jetzt, wie gewohnt. Alles nach Muster häkeln. So, jetzt bin ich am Ende der Runde. Jetzt häkle ich 2 Stäbchen in den Bogen. Dann schließe ich die Runde in die dritte Luftmasche
einstechen, Faden holen, die linke durch die rechte durchziehen. Jetzt häkeln wir die 4. Runde, die wiederholen wir einfach. Ich beginne mit 4 Luftmaschen und häkle in das erste Stäbchen ein Stäbchen und wir wiederholen komplett diese Runde. Wie gesagt, auf diese Art und Weise nehme ich in jeder dritten Runde eine Masche ab. Ich habe euch auch die Häkelschrift ausgestellt, am besten nach der Häkelschrift dann schauen, weil sonst kommt man auch schnell vielleicht durcheinander wegen dem Muster. Genau, also ich kann jetzt nicht den ganzen Ärmel hier filmen und zeigen. Also die Runde häkeln wir zu Ende. Also am Ende der Runde habe ich wieder 3 Stäbchen gehäkelt und jetzt schließe ich das Ganze mit einer Kettmasche. So, und auf diese Weise einfach die Ärmel dann weiter häkeln. So schaut das Ganze dann aus. Falls es vielleicht zu kompliziert sein sollte, weil das Muster ständig im Wechsel gehäkelt wird, kann man hier mittig, wo man die Runde verbindet, auch nur Stäbchen häkeln. Habe ich zwar selber nicht gemacht, sondern ich habe schon das Muster integriert und dann einfach also die ganzen Luftmaschen auslassen und hier mittig einfach dann jede dritte Reihe die Maschenabnahme häkeln. Ansonsten alles dann ganz normal nach Muster weiter häkeln. Die Ärmel habe ich unten dann mit 2 Stäbchenreihen beendet. Falls die Ärmel hier noch ein bisschen zu breit sein sollten, kann man hier in der ersten Runde noch ein paar Maschen abnehmen und dann die abschließende Stäbchenrunde häkeln. Das kann man auch machen. So, man kann es aber auch auslassen oder mit festen Maschen umhäkelt, so wie man das lieber mag oder wie auch immer. Also ich habe das mit Stäbchen umgehäkelt und dann anschließend häkeln wir noch den Rand der Jacke komplett um. So schaut es aus. Also wir häkeln praktisch dann hier komplett die Vorderseite, den Ausschnitt vorne, Ausschnitt hinten, Ausschnitt vorne und das zweite Vorderteil. So, wenn wir den Rand der Jacke umhäkeln, dann haben wir wiederum hier diese Querreihen. Und da fangen wir an mit dem Umhäkeln. Also wir haben jetzt diesen Querrand. Ich häkle eine Luftmasche und häkle in die Querreihe eine feste Masche. Dann eine Luftmasche. Dann häkle ich in die nächste Querreihe eine feste Masche. Eine Luftmasche. Da schaue ich immer, dass das Ganze sich nicht zusammenziehen soll. Also wenn man in jede Querreihe bloß nur eine feste Masche häkelt, dann kann es sein, dass sich das Ganze zusammenzieht. Jetzt häkle ich zum Beispiel hier, wenn ich eine feste Masche häkle, häkle ich dann hier, wenn ich eine Luftmasche gehäkelt habe, hier häkle ich hier eine feste Masche. Eine Luftmasche. Und dann schaue ich, wo kann ich am besten einstechen. Steche ich hier nochmal ein und häkle eine feste Masche. Eine Luftmasche in die nächste Querreihe. Eine feste Masche, eine Luftmasche in die nächste. Eine feste Masche, eine Luftmasche. Dann häkle ich hier zwischen eine feste Masche, eine Luftmasche, in die Querreihe eine feste Masche, eine Luftmasche. So immer schauen, also wie legt sich die Luftmasche hin, wo häkle ich die nächste feste Masche. Das sieht man eigentlich hier. Eine Luftmasche, dann hebe ich das so zusammen. Hier häkle ich eine feste Masche.
Und am Rand, wenn es sein soll, häkle ich noch eine feste Masche. So, jetzt häkle ich eine Luftmasche, wende das Ganze und häkle jeweils, ich weiß, dass ich hier 2 feste Maschen gehäkelt habe. Obwohl, die nehme ich schon die feste Masche ab. Ich lasse bloß eine feste Masche, eine Luftmasche. Jetzt häkle ich hier eine feste Masche in die feste Masche. Eine Luftmasche. Jetzt häkle ich jeweils in jede feste Masche eine feste Masche, eine Luftmasche. Also eine überspringe ich in die feste Masche wieder. Eine feste Masche, die Luftmasche überspringe ich. Und in die feste Masche häkle ich eine feste Masche und so weiter. So häkle nicht so gerne bloß nur feste Maschen, weil das schaut nicht so schön aus wie diese Variante. Finde ich mit Luftmaschen eigentlich besser als ohne Luftmaschen. Und so häkle ich dann so viele Reihen, wie ich praktisch brauche. So schaut es dann aus. Also am Ende der Reihe habe ich eine feste Masche gehäkelt und dann wieder eine Luftmasche. Wende das Ganze und häkle hier wiederum in die feste Masche, eine Luftmasche und so weiter. Nee, die feste Masche, eine Luftmasche. So, und ich zeige nochmal meine Jacke. So schaut der Rand dann aus. Wie gesagt, hier einfach ein bisschen abschätzen, wie viele feste Maschen man häkelt. Also in jede Querreihe eine feste Masche, das ist zu wenig. Einfach immer ungefähr die Maschen anschlagen, so dass sich das Ganze nicht zusammenzieht. So, und dann sind wir mit der Jacke soweit eigentlich fertig. Wenn wir alles umgehäkelt haben, dann nur noch die Fädchen abschneiden, verstecken. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Häkeln. Macht mit, probiert aus. Abonniert auch meinen Kanal, würde mich sehr freuen. Und bis zum nächsten Mal.